ist die Hershey-Aktie jetzt nach den letzten Quartalszahlen mit fast 3% Dividendenrendite ein Kauf? Wir schauen uns jetzt die Quartalszahlen genauer mal an, die charttechnische Situation und die Fundamentaldaten. Ja, wir sehen, seit Mitte 2023 ist die Hershey-Aktie hier sehr, sehr stark gefallen, von 270 US-Dollar auf 190 US-Dollar. Also wirklich hier ein sehr starker Kursverlust. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob Hershey man jetzt kaufen sollte oder ob dieser Absturz hier gerechtfertigt ist. Wir haben im Moment einen Dividendenyield von 2,77%, also sehr nahe an den 3% Dividendenrendite, also sehr, sehr hoch. Und jetzt schauen wir uns die Quartalszahlen an aus dem Q1 2024. Die hat Hershey am Freitag vorgelegt. Und man hat hier schon mal gleich vom CEO was hören dürfen, von Michelle Buck. We are off to a strong start and remain on track to deliver our business strategies and financial commitments for the year. Also sagt hier, dass wir oder dass die Firma immer noch auf dem Weg ist, ihre Ziele zu erreichen und eben die Angaben, die sie am Anfang, was Ausblick und so weiter angegeben haben, auf jeden Fall erreichen sollten. Ja, was waren die Financial Results? Also wir haben Consolidated Net Sales, eine Steigerung von 8,9%, organisch haben wir 8,6% im Vergleich zum Vorquartal, also im Vergleich zum Quartal des vorigen Jahres, also sehr, sehr gut. 8,6% ist schon sehr stark. Aber hier sehen wir auch, die Adjusted Earnings per Share haben nur eine Steigerung von 3,7% hinter sich gelassen. Also hier, naja, eher weniger stark. Aber völlig im Rahmen, alles okay. Dann schauen wir noch hier auf die Guidance für 2024. Und hier hat das Unternehmen jetzt hier nochmal seine Guidance reiterated, also nochmal bekräftigt, dass man hier diese Guidance halten will. Und zwar möchte man 2024 ein Net Sales Wachstum von 2 bis 3% erreichen und bei den Earnings per Share kein Wachstum, aber eben auch kein Rückgang möchte man hier erzielen. Genau, man hat jetzt hier aber auch gesagt, also warum jetzt hier zum Beispiel die Adjusted Earnings per Share etwas weniger gut sind. Man hat jetzt hier gesagt, dass man sehr viel CapEx auch hatte, Capital Expenditures von 600 bis 650 Millionen US-Dollar, eben weil man hier so ein neues Enterprise Resource Planning System eingeführt hat, also SAP Info-mäßig. Und das hat eben nochmal zu so einem Einmaleffekt jetzt geführt für das Unternehmen und hat jetzt eben nochmal etwas Geld gekostet. Aber das war jetzt eben nur ein Einmaleffekt, der jetzt dann im nächsten Quartal auch wieder weg ist. Ja, grundsätzlich sieht das auch hier alles gut aus. Nur international ist man auf dem Organic Volume Mix leicht gesunken, aber sonst ist hier alles steigend und da eben Nordamerika aber auch der wichtigste Markt ist mit den Confectionery, die sind um 4,5% organisch gewachsen, sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Also hier eigentlich völlig in Ordnung, völlig okay. Deswegen ist die Aktie auch erstmal 3% im Plus gewesen, jetzt nur noch 1%. Also völlig im Rahmen, völlig normal. Quartalszahlen, jetzt keine Überraschung nach oben oder nach unten. Aber warum ist die Aktie jetzt eigentlich in den letzten Monaten so extrem gefallen? Und das liegt eigentlich unter anderem, oder einer der Hauptgründe, eben an dem Kakaopreis. Und der ist jetzt hier am 30. April zuletzt mal um 30% gefallen in 2 Tagen. Ähm, und 15,7% an einem einzigen Montag. Und das war der krasseste Verfall bei Kakao seit jeher. Ist ja logisch, also Hershey fertigt ja Schokolade zu einem großen, großen Anteil des Umsatzes an. Und da braucht man natürlich ganz, ganz viel Kakao und deswegen ist man auch vom Preis des Kakaos so extrem abhängig. Ja, und wir haben ein Allzeithoch beim Preis für Kakao gesehen, also bei 11.000 pro Tonne und das war früher April und man hatte hier einen Kursplus von 173% gesehen, also year to date, also seit Anfang 2024 und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, was ist jetzt passiert? Also der Kakaopreis ist jetzt 30% eingestürzt und das lag
daran, dass Nigeria, also das ist der fünftgrößte Produzent von Kakao, hat gesagt, dass die Exporte fast 20% im März gestiegen sind. Ja, und hier sieht man den Kakaopreis mal. Das hat dem Kakaopreis natürlich gar nicht gefallen. Nach dieser langen, langen Rallye hier von gerade mal hier so ein bisschen 3.800 US-Dollar bis hoch auf, sage und schreibe, über 11.460 US-Dollar, ist man dann hier runtergefallen auf 8.680 nach eben dieser Meldung von Nigeria. Ja, dann haben aber die Analysten darauf nochmal reagiert, auf diese 30% Kursverlust und haben eben gesagt, dass hier eben nicht wirklich neue, frische Produktionsnachrichten gekommen sind. Also man hat jetzt nicht gesagt, man expandiert jetzt extrem und erhöht die Produktion um 50%, sondern man hat eben nur gesagt, dass die Exporte gestiegen sind. Ja, und man muss auch ganz klar sagen, es war jetzt hier nicht so die konkrete Nachricht, die da den Markt getrieben hat, sondern eben nur so ein bisschen, ja, okay, es wird jetzt mehr exportiert, aber da sind halt ganz, ganz viele hier mal, haben ihre Long-Positionen zugemacht, weil natürlich diese Rallye hier auch sehr viel von kurzfristigen Anlegern mitgetrieben wurde und das natürlich auch dazu geführt hat, dass der Preis so extrem gestiegen ist. Also das ist eins der sehr, sehr großen Probleme für Hershey, dass der Kakaopreis eben so gestiegen ist. Und dann kommen wir aber gleich zum nächsten Problem. Und das ist hier nämlich diese New Bar Taste Feastables von Mr. Beast. Also der versucht hier eben diesen US-Schokoladenmarkt ein bisschen für sich zu gewinnen und zu revolutionieren. Hat natürlich eine extreme Marketingmacht mit seinen YouTube-Videos und kann da ganz, ganz viele Menschen eben erreichen. Hat auch schon ganz viele verschiedene Varianten im Angebot. Also dunkle Schokolade, hier Erdnussbutter, Milchschokolade, Peanut Butter Crunch. Also der ist da schon richtig stark am Expandieren auch und greift natürlich hier auch Market Share von Hershey mit an. Und das muss man auch ganz klar sagen, macht er relativ erfolgreich. Also von der Seite aus ist praktisch die Konkurrenz für Hershey immer weiter am Wachsen. Und naja, man merkt halt dann doch, dass Hershey irgendwie nicht diesen allergrößten Burggraben hat. Aber man wird natürlich jetzt nicht Hershey komplett aus dem Markt verdrängen, aber von der Seite auch mehr Konkurrenz. Ja, dann schauen wir uns jetzt hier den langfristigen Chart von Hershey an und sehen eigentlich, dass die seit 2008, 2009 wirklich sehr, sehr schön gelaufen ist. Machen wir von 2013 bis 2019 so eine Seitwärtsphase, die wir aber dann sehr impulsiv nach oben verlassen haben. Ich habe jetzt hier mal so einen Trendkanal in Grau eingezeichnet und sehen, dass wir uns jetzt hier an der unteren Seite des Trendkanals befinden. Und das würde natürlich grundsätzlich hier schon mal eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen. Schauen wir in den Wochenchart. Da habe ich jetzt mal so ein Fibonacci Retracement angelegt vom Monatstief auf Monatshoch hier. Und da sehen wir, das 61,8er Fibonacci Retracement ist hier so um die 163,60 US-Dollar. Und hier ist eigentlich auch diese wichtigste Unterstützungszone in dem Bereich 185 US-Dollar bis 170 US-Dollar. Und hier haben wir jetzt in letzter Zeit auch versucht, uns zu stabilisieren mit dieser mehr oder weniger Seitwärtsphase, mit diesem potenziellen Boden hier. Und grundsätzlich wäre das auch völlig okay, wenn hier der Boden schon gebildet werden würde und wir nicht runter korrigieren bis hier unten aufs 61,8er. Schauen wir mal in den Tageschart und da sehen wir schon, also hier ist nochmal die Bodenbildung ganz groß dargestellt. Wir bewegen uns jetzt hier in dieser Bodenbildung schon seit Oktober 23 ja, langsam hin und her und hatten aber noch keinen richtigen Ausbruch nach oben und nach unten. Hier gab es mal so einen kleinen Ausbruch mit diesem Wick hier, aber man hat es hier nämlich nicht geschafft, so richtig auf Tagesschlussbasis die Kurse zu halten und wurde eben sehr, sehr viel abverkauft und dann ging es natürlich wieder nach unten. Ja, hier mal dieser Boden nochmal schön signalisiert mit diesem kleinen Topf sozusagen. Und für mich wäre jetzt das erste Kaufsignal hier so über 201 US-Dollar. Also wenn wir das letzte Hoch hier rausnehmen, dann wäre hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft nach oben natürlich auf jeden Fall bis hier, bis 213 US-Dollar und natürlich dann relativ zügig auch das alte Allzeithoch. Also im Moment sieht es auch relativ gut aus für die Aktie, ja, also relativ impulsiver Anstieg hier seit Mitte April und auch eher ja, mit relativer Stärke im Vergleich zu den letzten Anstiegen.
Also könnte hier wirklich in naher Zukunft schon ein Ausbruch erfolgen. Also man kann sich hier auf jeden Fall schon mal auf die Lauer legen. Ja, dann schauen wir noch ein bisschen auf die Fundamentaldaten hier von Hershey und sehen hier auch diesen 2,8% Dividenden-Yield, also wirklich schon sehr, sehr viel. 40 Milliarden US-Dollar Market Cap. Wir haben im Moment ein KGV von 21 knapp und das war auch in Vergangenheit immer deutlich höher, das KGV ist jetzt auf jeden Fall sehr stark zurückgekommen. Also sieht auch da von daher gut aus. Umsätze, Net Income konnte jedes Jahr seit 2019 gesteigert werden. Netmargen ist mitgestiegen, also Margen konnten auch gesteigert werden. Zwar nicht ganz so schnell, aber auf jeden Fall in einem guten Rahmen. Wo macht man die meisten Umsätze? Ja, wie bereits erwähnt, die meisten Umsätze macht man in Nordamerika mit den Confectionery, also den Süßigkeiten wie Schokolade und so weiter. Und zweitwichtigsten sind eben die salzigen Snacks. Ja, hier nochmal pro Land. Also United States macht über 80% aus und international nur 8,5%. Ja, hier Dividendenausschüttungen, die liegen bei 47,64% Payout Ratio, also alles im gesunden Rahmen. Und man sieht auch hier, man konnte die Dividende jedes Jahr steigern und auch hier eine starke Dividendensteigerung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann hier von der finanziellen Health, Financial Health. Wir haben Free Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar und haben aktuell eine Verschuldung von circa 3. Also das ist auch völlig okay. Nicht zu viel, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Schauen wir uns hier mal nochmal den Cashflow nochmal etwas genauer an auf Jahresbasis. Und da sehen wir ja, okay, er ist etwas zyklisch. Natürlich mit 2020 hat man hier einen kleinen Free Cashflow Rückgang, sind aber jetzt wieder auf einem guten Weg. Hatten hier 2020, 2022 mal so ein richtiges Hoch beim Free Cashflow, was natürlich an Einmaleffekten auch liegen kann. Haben uns aber relativ gut entwickelt. Also auf jeden Fall eine gute Basis, hier den Free Cashflow auf jeden Fall weiter steigern zu können. Schauen wir uns mal die ausstehende Aktienanzahl an. Und zwar 2017 hatte man hier 150 Millionen Aktien ausstehen und jetzt sind es noch 149. Also man hat hier zwischenzeitlich immer mal wieder die Aktienanzahl reduziert, aber dann auch wieder neu ausgegeben. Hier von 21 auf 22 und zuletzt auch von 22 auf 23 wieder erhöht. Also ob man da eben die Aktien weiter zurückkauft oder neue ausschüttet, ist hier nicht gesagt. Da ist das Unternehmen nicht so konsistent. Dann hier nochmal die Dividendenrendite, die immer weiter gesteigert werden konnte. Dazu blende ich mal die Payout Ratio in Orange ein. Die ist auch immer so zwischen 50 und 60% gewesen. Ist sogar jetzt im Moment eher ein bisschen niedriger. Also das auch sehr, sehr gut. Sieht alles super aus. Okay, also für mich persönlich sehr, sehr interessanter Titel. Auch natürlich nach diesem großen Absturz mit 2,8% Dividende wirklich sehr, sehr interessant. Also wenn man jetzt hier diesen Boden vollendet, frühestens über diesen 201 US-Dollar oder dann spätestens über 210 US-Dollar, würde ich mir überlegen, ob ich die Aktie vielleicht ins Depot nehme. Grundsätzlich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Dividendenwert, trotz eben diesen hohen Kakaopreisen. Aber das ist jetzt für mich eigentlich kein Ausschlusskriterium, warum ich jetzt die Aktie erstmal nicht kaufen würde. Zumal wir jetzt, wenn wir den Kakaopreis anschauen, diesen letzten 30% Crash, ja, das sieht eigentlich relativ gut aus, weil wir jetzt eben auch hier diesen Stundenchart, Tageschart mal rausgenommen haben, hier mit diesem Bruch unter diesen 1000 US-Dollar und versuchen uns jetzt hier eben unten mal zu stabilisieren. Im Wochenchart sieht das natürlich alles sehr, sehr krass aus, wie wir da hochgestiegen sind. Ja. Aber wir haben da jetzt erstmal einen wirklichen Rücksetzer gesehen. Ich denke, dass der Kakaopreis auch weiter fallen wird, dass wir erstmal hier langsam hochlaufen, vielleicht wieder auf die 1000 und dann aber noch weiter nach unten fallen und dann uns irgendwo stabilisieren. Also auf jeden Fall gute Zeichen. Hier erst endlich mal so ein kleiner Trendwechsel und das bedeutet natürlich für Hershey auch Rückenwind. Deswegen auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Sehr, sehr interessant. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr über Dividendenaktien, über Wachstumsaktien, über Chancen am Markt. Und lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.